Hallo liebe Häkelfreunde, nachdem der Herrenschalkragen bei euch viel Anklang gefunden hat, habe ich mir diese Damenvariante für euch überlegt und gehäkelt. Die verwendete Wolle liegt schon seit ein paar Jahren bei mir herum, deshalb ist sie mittlerweile leider nicht mehr erhältlich, aber das ist kein Problem. Die Anleitung funktioniert auch mit jeder anderen Wolle und jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Nacharbeiten. Ich nehme für den Anschlag eine Häkelnadel Nummer 4, beginne mit einer Anfangsschlinge, häkle 2 Luftmaschen, drehe mir die erste so ein bisschen um, sodass ich einstechen kann und so dass 2 Fäden oben sind und einer unten, hole den Faden durch, masche einen Faden ab und dann die restlichen 2. Steche wieder in den Querfaden ein, hole den Faden durch, häkle zunächst eine Luftmasche sozusagen und dann die feste Masche. Steche wieder in den Querfaden ein, hole den Faden durch, immer zuerst eine Schlaufe abmaschen und dann die restlichen beiden in den Querfaden einstechen, den Faden durchholen. Zuerst häkeln wir quasi die Luftmasche und dann die feste Masche. Und gezählt wird hier, wo die schönen Maschen sind. Wir haben jetzt 4 gemacht und wir brauchen eine Maschenzahl, die durch 4 teilbar ist, plus eine extra Masche und ich mache gut 20 cm. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe 33 feste Maschen gehäkelt. Das sind bei mir 21 cm. Wie gesagt, die Zahl muss durch 4 teilbar sein und dann noch eine extra Masche. Und jetzt kippen wir das Ganze, sodass die schönen Maschen oben sind und ich steige jetzt um auf eine Häkelnadel Nummer 5. Und ich beginne mit 3 Luftmaschen und häkle gleich in die allererste Masche, da wo die 3 Luftmaschen herauskommen, noch ein zweites Stäbchen dazu, lasse eine Masche aus und in die nächste, also in die zweite, die kommt, häkle ich eine feste Masche, dann lasse ich wieder eine Masche aus und häkle 3 Stäbchen in eine Masche, 3 in eine Masche, dann wieder eine auslassen, eine feste Masche, eine Masche auslassen, 3 Stäbchen in eine Masche, eine auslassen, eine feste Masche. Das Ganze sieht so aus. Immer eine auslassen, 3 Stäbchen in eine Masche,
eine auslassen, eine feste Masche und das machen wir die ganze Reihe so und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Am Ende müssen 2 feste Maschen übrig bleiben. Eine davon überspringen wir und in die letzte feste Masche häkeln wir 2 Stäbchen. Genau wie wir begonnen haben. Wir haben auch mit 2 Stäbchen am Anfang begonnen, also ein Ersatzstäbchen und ein Stäbchen. Und wir wenden die Arbeit und die nächste Reihe beginnt mit einer Luftmasche und einer festen Masche direkt auf das erste Stäbchen. Und jetzt häkeln wir die 3 Stäbchen als Reliefstäbchen von vorne und zwar um diese feste Masche herum. Das bedeutet, wir holen einen Umschlag, stechen vor der festen Masche ein, hinten durch und kommen hier vorne wieder heraus, holen den Faden durch und häkeln ein Stäbchen, ein Umschlag, dasselbe ein zweites Mal und dann noch ein drittes Mal, immer um die feste Masche herumstechen. Ich zeige es euch gleich nochmal. Jetzt folgt eine feste Masche in das mittlere Stäbchen der Dreiergruppe, eine feste Masche und dann wieder um die feste Masche herum 3 Stäbchen. Ihr seht hier vor der Festmasche eine Lücke und nach der festen Masche eine kleine Lücke und wir holen einen Umschlag, stechen hier in diese Lücke vor der festen Masche ein und in der zweiten Lücke nach der festen Masche wieder heraus, holen den Faden durch, ziehen ihn etwas länger und häkeln ein Stäbchen, ein Umschlag, dasselbe noch einmal und noch ein drittes Mal. Dann folgt immer eine feste Masche ins mittlere Stäbchen der Dreiergruppe, dann 3 Reliefstäbchen von vorne um diese feste Masche herum, eine feste Masche in die Mitte der Gruppe, 3 Reliefstäbchen von vorne um die feste Masche herum und eine feste Masche in die Gruppe hinein. Das Ganze sieht so aus, es bekommt sozusagen 3 Dimensionen und das machen wir die ganze Reihe so und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Am Ende haben wir noch diese beiden Stäbchen, ein normales und das Ersatzstäbchen und wir häkeln in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens noch eine feste Masche und es ist ganz wichtig, dass ihr in die dritte Luftmasche einstecht und nicht weiter unten, sonst wird der Rand immer kürzer. Und wir wenden die Arbeit wieder und die beiden Reihen, die wir jetzt häkeln, werden dann stets wiederholt. Die erste Musterreihe beginnt mit 3 Luftmaschen und einem Stäbchen gleich in die erste Masche, also 2 Stäbchen, dann eine feste Masche in die Mitte der Gruppe, also 1 auslassen,
ins zweite Stäbchen eine feste Masche. Und jetzt haben wir hier wieder diese feste Masche aus der Vorreihe und da machen wir wieder 3 Reliefstäbchen von vorne, genau wie vorhin auch. 3 Reliefstäbchen von vorne, eine feste Masche in die Mitte der Gruppe. 3 Reliefstäbchen von vorne um die feste Masche herum. 1, 2 und ich ziehe immer bei den Reliefstäbchen den Faden ein bisschen mehr herauf. Dann in die Mitte der Gruppe eine feste Masche, 3 Reliefstäbchen von vorne um die feste Masche herum. Eine feste Masche in die Mitte der Gruppe. Das sieht so aus und das machen wir bis zum Ende der Reihe und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Wir haben jetzt hier am Ende noch eine Dreiergruppe. Am besten schiebt ihr das ein bisschen zur Seite, dann seht ihr das auch gut. 3 Stäbchen und eine feste Masche. Wir häkeln in die Gruppe in die Mitte noch eine feste Masche und in die feste Masche ganz am Rand 2 Stäbchen. 1, 2. Diese Reihe beginnt mit 2 Stäbchen und endet mit 2 Stäbchen und wir wenden wieder und die zweite Musterreihe beginnt mit einer Luftmasche und einer festen Masche gleich aufs erste Stäbchen und dann folgen gleich diese Reliefstäbchen um die feste Masche herum. Ansonsten funktioniert die Reihe genau gleich, nur Anfang und Ende sind anders. Also 3 Reliefstäbchen, eine feste Masche in die Gruppe und wieder 3 Reliefstäbchen von vorne. Und wir sehen uns am Ende der Reihe wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin beinahe mit der Reihe fertig, habe hier noch die 3 Reliefstäbchen gemacht. Jetzt schiebt ihr die wieder ein bisschen auf die Seite, dann seht ihr hier die beiden Stäbchen, ein normales Stäbchen und ein Ersatzstäbchen. Und die Reihe endet, wie sie begonnen hat, nämlich mit einer festen Masche und die kommt in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens aus der Vorreihe. Und diese beiden Reihen, die wir soeben gemacht haben, werden jetzt stets wiederholt. Die Breite ist bei mir immer noch 21 cm ungefähr 20 bis 21 und ihr seht, ich habe ja mit einer 4er Nadel begonnen und das nachfolgende Muster mit einer 5er Nadel gehäkelt, weil das Muster etwas zusammenzieht. Und jetzt wenden wir wieder und häkeln den Schal bis zu einer Höhe von, ich mache ungefähr 68 bis 70 cm. Richtwert ist eure Halsweite, ungefähr die doppelte Halsweite braucht ihr. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Mein Schal ist jetzt circa 68 cm lang und in etwa noch 19 cm breit.
breit, das ist aber breit genug. Und ich habe mit einer Hinreihe geendet, also mit einer Reihe, wo am Ende eine feste Masche kommt. Und jetzt wende ich nicht mehr, sondern behäkle diesen Rand hier. Und zwar häkle ich um jede Luftmaschenkette herum, also um jedes Randstäbchen herum, 3 feste Maschen, springe zur nächsten Lücke und häkle immer 3 feste Maschen hinein, und das mache ich bis zur Ecke, und da sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück, ich bin an der Ecke angekommen, das Ganze sieht jetzt so aus, und hier würde ich in die Eckmasche hier 3 feste Maschen machen, damit wir gut um die Ecke kommen, und dann in jede Einstichstelle, die sich hier anbietet, eine feste Masche. An der anderen Ecke ebenfalls 3 feste Maschen und die andere Kante wieder genau gleich wie die wir soeben gemacht haben. Und dann sehen wir uns nochmals wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe auch auf der zweiten Kante immer 3 feste Maschen um das Randstäbchen herum gehäkelt. Bin jetzt praktisch wieder bei dieser Hinreihe angekommen, wo wir den Schal beendet haben. Hier würde ich nichts mehr dran machen. Ich schließe jetzt noch mit einer Kettmasche, sozusagen stelle ich noch eine Verbindung her zu dieser Reihe, häkle noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Und ich habe hier 3 Knöpfe vorbereitet, die sind 25 mm groß. Ich drehe mir das Ganze einmal so herum, klappe dann die linke Seite herunter und dann die rechte Seite, und hier müsst ihr die Knöpfe annähen. Ich werde 3 Knöpfe annähen. Knopflöcher brauchen wir nicht, das passt hier locker durch diese Lücken hier. Das passt hier wunderbar durch. Und wenn ihr die Knöpfe angenäht habt, ist unser Damen-Schalkragen fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich wie immer herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr habt viel Freude mit diesem tollen Schalkragen für Damen, und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Eure Karin aus dem Ländle.